Der Gasverbrauch allein in Österreich hat sich seit den 70er Jahren vervierfacht. Hauptsächlich wegen der Industrie. Und seien wir uns ehrlich, uns war doch allen klar, dass das nicht für immer so weitergehen konnte. Wie wäre es also, wenn wir weniger produzieren? Sie sind mir ein lustiger Herr Douglas. Wir sind in den letzten beiden Videos draufgekommen, dass wir mit unserer Industrie davon abhängig sind, Gas aus Russland zu immer höheren Preisen zu kaufen, von denen sich dann der Putin wahrscheinlich die ganzen Waffen, die ganzen Panzer und die Kampffighter-Jets kauft. Währenddessen können sich viele Haushalte das Heizen bald nicht mehr leisten. Und Sie sagen jetzt, dass wir einfach weniger produzieren sollen? Na, wenn die Lösung so einfach wäre, dann hätte ich ja keine Agentur beauftragen müssen, oder? Gott sei Dank, Admiral Meyer ruft an. Sicher hat er jetzt eine Lösung parat. Ich habe einige Schrauben an meinem Modem fest zugezogen. Hoffentlich habe ich jetzt eine bessere Verbindung. Wir können nur hoffen. Also, offenbar baut unsere Industrie darauf auf, dass wir einer Diktatur Geld für ihre Angriffskriege zuschieben. Ja, so weit waren wir schon. Ich weiß, ich wollte es nur noch einmal festhalten. Aber weniger zu produzieren ist nicht so einfach, weil in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem Herr Admiral, wir hören Sie leider wieder nicht. das Wachstum doppelt eingeschrieben. Auf der Unternehmensebene Konkurrenz zwischen Unternehmen, unendliche Akkumulationsspiralen notwendig und gleichzeitig auf der Herr Admiral, das ist jetzt leider wieder unverständlich. gesellschaftlichen Ebene ist Wachstum über Beschäftigung und Konsum an Wohlstand gekoppelt. Das bedeutet, Produktion einfach so einbrechen, Herr Admiral, die Verbindung ist leider wieder... während wirtschaftlichen Depressionen führen, tiefgreifende gesellschaftliche Verwerfung. Ja, das haben wir leider wieder nicht so gut verstanden. Ich schon. Admiral Meyer sagt, dass die Wirtschaft schwere Verluste zu verzeichnen haben wird, wenn wir dem Russen den Gashahn abdrehen. Unternehmen werden pleite gehen und Armut und Arbeitslosigkeit werden scharf ansteigen. Wenn Sie mich fragen, dann ist das nun mal der Preis, der im Krieg zu zahlen ist. Ich weiß nicht, ob uns diese negative Einstellung weiterbringt, Herr Generalmajor Blitzkrieg. Sie meinen also, es gibt nichts, was wir tun können? Im Gegenteil, Herr Übergeneral, jede Krise ist auch eine Chance und wir haben bereits Erfahrung mit ähnlichen Situationen. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist denjenigen Unternehmen, die die beste Lobbyarbeit machen, ordentlich Milliarden zuzuschieben. Wenn uns dafür Geld fehlt, dann kürzen wir einfach noch etwas am Sozialstaat. Ein bisschen was ist ja noch da. Und Massenarbeitslosigkeit ist zwar bitter, aber dafür werden die Menschen lernen, ihre Ansprüche zurückzudrehen. Und langfristig können wir so das Lohnniveau ordentlich runterdrücken. Na, ich weiß nicht. Und Sie glauben, das wird der Wirtschaft wieder aufhelfen? Irgendwem wird schon helfen. Na, so ein Blödsinn. Herr Generalmajor Gutmensch, haben Sie eine bessere Idee? Ich glaube, dass Admiral Meyer einfach nur sagen wollte, dass unsere Wirtschaft so organisiert ist, dass es ständiges Wachstum braucht und deswegen ist es nicht so einfach, weniger zu produzieren. Ja? Aber das heißt nicht, dass es nicht vielleicht trotzdem eine gute Idee wäre. Ich meine, dass wir einem autoritären Regime seinen Angriffskrieg finanzieren, das ist echt deppert. Und außerdem kommen mit einem Wirtschaftswachstum auch immer neue Treibhausgasemissionen. Das ist ganz eng gekoppelt. Also vielleicht könnten wir uns was überlegen, dass Arbeitslosigkeit und Armut nicht gibt, obwohl die Wirtschaft nicht wächst. Wie soll denn das schon wieder gehen? Da müssten wir doch die ganze Wirtschaft komplett umbauen. Ja, aber vielleicht ist es ja wert. Ich meine, viel von dem, was wir produzieren, ist sowieso Schrott. Viele Geräte und Gebrauchsgegenstände sind so gebaut, dass sie pünktlich nach Ablauf der Garantiefrist kaputt gehen oder es ist überholt, weil es schon wieder eine neue Version gibt mit geringfügig neuen Funktionen und anderen technischen Anforderungen. Und davon wächst die Wirtschaft. Aber wollen wir das eigentlich? Wollen wir wirklich jedes Jahr ein neues iPhone? Oder wollen wir eigentlich alle ein Handy, das nicht sofort zerbricht, nur weil man aus Versehen einmal am Bildschirm ankommt? Ich hätte gerne eine Hose, die nicht zuverlässig nach 2 Jahren im Schritt reißt, wenn ich in die Hockey gehe. Ja. Ja, ich finde es ja auch mühsam, wenn ich mir jedes Jahr ein neues Auto kaufen muss, weil schon wieder ein neues Modell am Markt ist. Eben. Aber so ist das halt. Wir wollen doch nicht zurück in die Steinzeit, oder? Ja, aber da landen wir, wenn wir so weitermachen. Weil
unser Zeug die ganze Zeit neu zu produzieren. Es braucht auch die ganze Zeit neue Rohstoffe. Aber auf einem endlichen Planeten gibt es keine unendlichen Ressourcen. Und viele davon sind jetzt schon knapp, wie eben die seltenen Erden, die wir brauchen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und ich sage gar nicht, dass wir nichts mehr produzieren sollten, aber wir sollten uns gut überlegen, was wir wirklich brauchen. Und das produzieren wir dann so gut, dass es hält. Und dann kommen wir wahrscheinlich drauf, dass wir ganz viel Zeug nicht brauchen und das produzieren wir dann nicht. Und dann können wir dem Russen den Gashahn abdrehen. Ja, aber gut Mensch, denken Sie überhaupt mit, wo kommen dann die Profite her? Wo gehen dann die Arbeitsplätze hin? Gewollter Verschleiß und eskalierende Überflüssigkeitsspiralen sind vielleicht mühsam für den Verbraucher und sie verschwenden Rohstoffe, aber so funktioniert das nun mal, so wächst die Wirtschaft. Ja, aber was ist, wenn es anders funktionieren könnte? Weil wie oft tragen Rekordgewinne von Unternehmen eigentlich nicht zum gesellschaftlichen Wohlstand bei, sondern verschwinden in irgendwelchen Steuersümpfen? Und wie viele Sektoren sind wichtig und notwendig, aber gleichzeitig fehlt Personal und Stellen? Und wie viele Leute haben eine 40-Stunden-Woche, wo sie den ganzen Tag irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, aber gleichzeitig nicht das Gefühl haben, dass ihr Job irgendeinen Sinn hat? Worauf wollen Sie hinaus? Passen Sie auf, ich habe einen Plan. Wir verschieben einfach ganz viel Geld und Jobs in Sektoren wie Pflege und Gesundheit und Bildung. Und dann können wir die ganzen Sachen haben, die wir immer schon wollten. Kleinere Gruppen im Kindergarten und einen besseren Betreuungsschlüssel in der Schule und Pflegepersonal, das endlich die Zeit hat, sich mit den Patientinnen hinzusetzen und mit ihnen zu reden, statt nur am Limit die notwendigsten Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Das heißt natürlich auch höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten, damit Leute diese Jobs auch machen wollen. Und dann werden uns sicher noch andere Bereiche einfallen, die die allgemeine Lebensqualität erhöhen. Wie zum Beispiel soziale Arbeit oder Kunst und Kultur. Alles Bereiche, die jetzt massiv unterfinanziert sind. Aber genau die Sektoren, denen es eigentlich nichts ausmachen müsste, wenn weniger Gas aus Russland kommt. Schaffen wir diese Jobs, dann muss es auch keine Massenarbeitslosigkeit geben, wenn die Industrie schrumpft. Na, ich weiß nicht, gut Mensch. Aber Herr Übergeneral, sehen Sie denn nicht, dass das die beste Lösung ist? Na doch, gut Mensch, das klingt schon sehr einleuchtend und das würde sicher auch einige Probleme lösen. Wir könnten dem Russen den Gashahn abdrehen. Und für das Klima würde es auch einiges bringen. Aber um das zu finanzieren, da müssten wir Steuersümpfe trockenlegen. Wir müssten von Superreichen und Großkonzernen ihren gerechten Beitrag einfordern. Wir müssten die Profite von Unternehmen hinten anstellen. Wir müssten große Teile der Wirtschaft demokratisieren und unter öffentliche Kontrolle bringen. Und das nur, damit wir Putin seinen Angriffskrieg nicht mehr finanzieren und damit die Welt nicht in der Klimakrise untergeht? Na! Also ich meine, es gibt sicher einige Leute, denen es das wert wäre. Aber das müsste man dann erstmal politisch durchsetzen. Also da bräuchte man schon eine brandneue Social-Media-Kampagne. Jawohl, ich bin fertig, meine Herrschaften, und ich präsentiere euch Degrowth gegen Diktatoren. Wieder mit einem Profilbanner für Facebook, Slideshows für Instagram und wenn mir einer von euch noch einen Blogartikel schreibt, dann können wir den auf Twitter verlinken. Cool. Aber eins sage ich Ihnen ganz offen, meine Herrschaften. Wenn das was werden soll, dann wird es mit ein bisschen Instagram-Aktivismus nicht getan sein. Viele Menschen müssen dafür politisch aktiv werden und sich organisieren. Ich wollte sagen, den Kanal abonnieren, auf Like drücken und das Video teilen, aber ja, politisch aktiv werden und sich organisieren ist auch wichtig. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. Es wäre wirklich blöd gewesen, das aufs nächste Stabstreffen verschieben zu müssen. In einer Minute ist nämlich Feierabend. Gute Arbeit, Herrschaften. Gute Besserung, Admiral Meyer. Abtreten. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous.